Keramische Beschichtung für den Lack sind wirklich nicht Neues, aber ganz ehrlich, weißt du überhaupt, wie das funktioniert und was Keramik eigentlich bedeutet? Jetzt erfährst du es. Ja, hallo zusammen. Schönen Dank fürs Warten. Wir haben uns eines der komplexesten und schwierigsten Themen für den Schluss aufgehoben. Und zwar geht es heute um das Thema Coatings. Kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Richard Hanauer, Produktmanager bei der Firma Sonax. Und mein Kollege ist der Christian. Genau. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Resch. Ich bin der Key Account Manager für die International Detailing Academy. Und viel mit Richard zusammen, um die Themen zu erklären, vorzuführen, auszubilden, unsere Mastertrainer. Und heute wollten wir euch nochmal in das Thema World of Coatings einführen. Es gibt viele Mythen über Coatings, verschiedene Arten von Coatings. Und heute wollen wir euch mal tiefe Einblicke in das Thema Sonax Coatings geben. Es gibt kaum eine Produktgruppe in der letzten Zeit, die so kontrovers diskutiert wird wie Coatings. Es gibt auch sehr viele Mythen und es ist auch ein Teil der Aufgabe von uns, zu erklären, was ist technisch machbar und was ist ein Stück weit einfach zu viel versprochen. Man muss ehrlich sein zum Kunden, weil früher oder später kommt das Ganze wieder zurück, wenn Coating nicht funktioniert. Es gibt viele Gründe, warum ein Coating nicht so funktioniert, wie es soll. In der Präsentation geht es in erster Linie mal um das, was ein Coating mir als Kunde liefert, was ich guten Gewissens dann auch versprechen kann. Es gibt ja viele Schlagwörter, wie zum Beispiel 9H, 9H, Layering, Schichten von Coatings und so weiter und so fort. Der Lack wird Scratch Resistant, genau, schützt gegen Kratzer oder ja, schützt sogar gegen Steinschläge. Also ganz viele Mythen, die da draußen verbreitet werden und eigentlich ein Coating in dem Sinn in der Komplexibilität gar nicht erfüllen kann. Und wir sind halt als Marke immer ehrlich zum Kunden, erzählen natürlich auch, was das Coating wirklich kann und für was es auch wirklich da ist. Und ja, wir werden euch da ein paar Einblicke geben, was der Coating kann, was es können muss, was es können soll und wie die auch konzipiert sind bei uns in der Range. Aber wir beginnen jetzt zuerst mal mit dem Reason Why. Warum sollte ich denn ein Fahrzeug überhaupt coaten? Natürlich, weil ich den Idealzustand des Lackes nach dem Polieren ja möglichst konservieren will. Das ist der Grund, warum wir überhaupt versiegeln. Diesen perfekten Glanzzustand, Kratzerfreiheit, den möchte ich so lange wie möglich erhalten. Und Coatings sind ein Mittel, um diesen Zustand möglichst lange zu erhalten. Und beginnen wir mal mit dem Mythos Nummer 1. Coatings können gegen Steinschläge schützen. Ist ein nettes Bild und versteht der Kunde auch. Und diese Angst davor, dass ein Lack zerkratzt oder zerstört wird, drängt natürlich den Kunden auf ein Produkt, das das verspricht. Aber in Wirklichkeit kann ein Coating keinen Steinschlagschutz liefern. Dazu ist das Coating viel zu dünn. Ja, wenn man mal die Relation von einem Klarlack betrachtet, dann kann der im Extremfall mal 40 μ betragen, vielleicht 30 μ. Aber das ist eine signifikant dicke Schicht. Und ein Coating selbst kann vielleicht mal einen Bruchteil davon auffüllen. Wenn man so eine Größenordnung mal zeigen will, ein Coating kann 100 Nanometer, 0,1 μ abbilden. Das ist viel zu wenig, um vor einem Steinschlag zu schützen. Der originäre Steinschlagschutz ist im Lack ja bereits eingebaut, im Füller. Das ist diese funktionale Schicht, die den Lack vor Steinschlägen schützt. Das ist eine elastische Schicht. Und jetzt sind wir schon wieder bei einem der wichtigsten Themen, Elastizität. Ein Coating muss den Lack in seiner Elastizität erhalten. Ein Coating darf den Lack nicht versteifen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, das muss man verstanden haben.
Und wenn man über Lackschutz oder Steinschlagschutz spricht, dann ist eigentlich, wie wir alle wissen, der einzigste wirkliche Schutz gegen Steinschläge PPF, Steinschlagschutzfolie, die wirklich gegen Steinschläge schützen kann. Beginnen wir mit dem nächsten Mythos. Coatings schützen vor Verkratzungen. Auch ein tolles Bild. Und jetzt kommt auch dieses Stichwort 9H ins Spiel. Diese Härte. Es wird immer behauptet, dass die Coatings so extrem hart sind, dass sie vor Verkratzungen schützen. Hier werden zwei Dinge miteinander vermischt teilweise. Es gibt wohl kratzfeste Lacke, die PPG zum Beispiel anbietet, die der Mercedes verbaut. Das sind alles tatsächlich kratzverstärkte Klarlacke, aber hier ist der Wirkmechanismus ein anderer. Bei diesen kratzverstärkten Klarlacken sind tatsächlich harte keramische Partikel, die dann während des Lackiervorganges auf die Oberfläche floaten und dort die Lackschicht verdichten. Das kann man tatsächlich nachweisen durch solche Verkratzungsversuche. Das sind hier zwei Bilder zum Beispiel, die einen konventionellen Klarlack zeigen im Vergleich zu einem kratzfesten Klarlack, der über 10 Zyklen mit der sogenannten Amtec-Kistler Verkratzungsmaschine behandelt worden ist. Das ist sowas wie eine gigantische Waschanlagenwalze, die über so eine Lacktafel ballert, zig Zyklen. Und es wird zusätzlich ein abrasives Pulver beigesetzt, um eine Verkratzung zu simulieren. Und da sieht man ganz deutlich, dass ein konventioneller Lack einfach im Laufe der Zeit beginnt zu verkratzen. Und dieser Kratzverstärkte eine deutliche Tendenz hat, hier gegenzuwirken. Aber dieses Thema ist ein ganz anderes, weil das erfolgt ja während des Lackierprozesses. Das können wir nicht durch das Coating simulieren. Ja, und dieser Mythos, ich meine, das war vor ein paar Jahren relativ gang und gäbe, das so zu promoten beim Kunden. Ja, Ceramic Coating schützt gegen Verkratzungen. Und wenn du mehr Schichten drauf machst, dann schützt es umso besser. Da wird heute ganz, ganz wenig drüber gesprochen mehr, denn alle oder viele herausgefunden haben, dass es tatsächlich nicht so ist. Also nochmal, Elastizität ist ein Qualitätsmerkmal eines guten Coatings, nicht die schiere Härte. Ja, du kannst einen Lack nicht wesentlich verbessern. Er muss diese Eigenschaften schon mitbringen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, was ich gerade gesagt, weil 9H, das wird immer alles an 9H festgemacht. Ist dein Coating 9H? Die Frage kommt 100 Mal. Ist euer Coating auch 9H? Es ist nicht relevant, weil wie gesagt, du kannst den Lack nicht härter machen, als er de facto ist. So, das nächste, Coating schützen vor Vogelkot, Verschmutzungen im Allgemeinen. Jetzt sind wir in einem Bereich, das sind reale Versprechen. Sowas kann ein Coating durchaus leisten, wobei man auch hier sehen muss, wie intensiv oder wie stark hat diese Verschmutzung schon auf meinem Klarlack eingewirkt. Eine Verätzung durch Vogelkot ist so das Schlimmste, was im Lack passieren kann. Hoher pH-Wert, Enzyme, Temperatur, Einwirkdauer, das sind alles Faktoren, die wirken so extrem auf den Klarlack ein, dass er zerstört wird. Ein Coating kann diesen Prozess verlangsamen, weil es sich sozusagen opfert, aber aufhalten lässt sich das nicht. Also hier sehen wir, es ist eine Wirksamkeit da, aber keine Wunder möglich. Das ist also wie gesagt so die Opferschicht letztendlich, die dir ermöglicht, das noch zu entfernen, den Zeitraum praktisch verlängert. Natürlich, wenn Vogelkot auf den Lack kommt, soll man so schnell wie möglich versuchen, aber das zu entfernen. Aber in dem Fall, das Coating gibt dir noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber hundertprozentig vermeiden kann es auch das Coating nicht. So, jetzt sind wir beim Standardschmutz. Coating schützen vor Verschmutzung. Definitiv. Das kann man auch ganz eindeutig nachweisen.
hier nicht den Fehler machen, Lotus-Effekt und Coating zu vermischen. Das sind zwei getrennte Dinge. Ein Lotus-Effekt, wie man es von der Lotuspflanze kennt, selbstreinigender Effekt, hat jetzt nichts mit Coatings zu tun. Das sind beidermaßen Hydrophobie-Effekte, das leistet ein Coating auch. Aber bei der Lotuspflanze kommt dieser strukturelle Effekt noch dazu. Die Wassertropfen liegen nur an Punkten in der Struktur des Blattes auf. Das ist beim Lack nicht möglich. Lack ist immer plan. Das ist eine glatte, ebene Struktur. Also Lotus-Effekt und Coating in Verbindung zu bringen, ist eigentlich rein technisch gesehen fehlerhaft. Es gibt tatsächlich ein Coating oder eine Versiegelung bei uns im Sortiment, unsere Felgenversiegelung, die diese Eigenschaft erfüllt, aber auch mit dem negativen Aspekt, dass letztendlich durch die Struktur der Oberfläche wir nicht einen extrem tiefen Glanz auch erzeugen, sondern eher so einen stumpfen Effekt haben. Aber wir haben einen Kontaktwinkel von 180 Grad, wirklich einen Selbstreinigungseffekt, was auch gut funktioniert, aber eben auf dem Lack selber optisch nicht sehr schön wäre. Beading, wie der Christian sagt, ist ja ein Merkmal, wo der Kunde dann signalisiert, es ist ein Coating da, das funktioniert und es funktioniert auch unterschiedlich gut. Je nachdem, wie toll dieser Tropfenwinkel ist, Beading, Kontaktwinkel, beträgt er so bei einem frisch gecoateten Lack um die 110, ist eine übliche Kontaktwinkelgröße. Lotusblätter erzielen 180 Grad, perfekte runde Kugeln. Das ist aber, wie gesagt, eben verbunden mit einer Strukturierung der Fläche, was auf dem Lack nicht möglich ist. Würde auch bedeuten, dass der Lack matt erscheint, einfach rau ist. Jetzt kommen wir noch ein Stück weit in den Bereich Chemie. Was passiert auf der Oberfläche durchs Coaten? Durch das Coaten greifen wir aktiv in die Oberflächenenergie des Lackes ein. Und zwar reduzieren wir die freie Oberflächenenergie des Lackes. Der Wassertropfen, der jetzt auf den Lack gelangt, der will ja von Hause aus eine energetisch stabile Form annehmen. Er möchte eine Kugel bilden. Und jetzt kommt er auf die Oberfläche. Und jetzt ist auf der Oberfläche Energie vorhanden, die den Wassertropfen sozusagen anzieht. Und je mehr Oberflächenenergie auf dem Lack ist, desto flächiger verläuft der Wassertropfen. Was also heißt, dass ein benetzender Lack, ein toter Lack in dem Sinne, einfach so hohe Oberflächenenergie hat, dass er das Wasser anzieht. Durch das Polieren und anschließende Coaten reduzieren wir die freie Oberflächenenergie, sodass dem Wassertropfen keine Energie zur Verfügung steht und er bildet dann diese idealen Tropfen. So, und da springe ich mal drüber hinweg. Das sind Bilder, wo wir dokumentieren, wie sich eine Versiegelung auswirkt. Fahrzeug auf der linken Seite ungecoatet, im Winter gefahren, Salzverschmutzungen, da sieht man den Schmutz sehr, sehr deutlich. Auf der Motorhaube sehr gleichmäßig verteilt. Selbst eine wachsbehandelte Oberfläche lässt den Schmutz abperlen und eindeutig auf der rechten Seite bei einem Coating sieht man, die Schmutzeinhaftung ist deutlich reduziert. Also dieser Claim, Coating schützen vor Verschmutzungen, ist zutreffend. Jo, Coating schützen vor saurem Regen. Jetzt sind wir bei der Belastbarkeit, chemische Belastbarkeit von Coatings. In welchem pH-Bereich sind Coatings belastbar? Man kann eindeutig sagen, dass fast alle keramischen Coatings ihre Schwächen haben im alkalischen Bereich, also sprich im hohen pH-Wertbereich. Und dort kommen dann diese Vorreinigungsprozesse ins Spiel. Niemals einen gecoateten Lack mit einem Vorreiniger behandeln, der über pH 10 Richtung 11 liegt. Das ist tödlich. Saure Produkte sind hier eher gut verträglich.
also bei der pH-Flexibilität kann so ein Coating alles zwischen 2 und 11 ab. Das ist so der Bereich, wo ein Coating belastbar ist. Natürlich ist eine Wäsche durch ein pH-neutrales Shampoo das Optimum. Wenn man sein Coating bestmöglich erhalten möchte, dann wird es pH-neutral gewaschen, dann wird es von Hand gewaschen und dann wird es auch mit einem regulären Schwamm gewaschen, weil selbst die Mechanik eines Mikrofaserschwammes würde ja ein Stück weit das Coating mechanisch belasten. Also diese Aussage, Coatings schützen vor saurem Regen, ist zutreffend. Sauer ist ein Regen, der unter pH 5 liegt irgendwo und wir haben deutlich mehr Verträglichkeit im sauren Bereich. Dann Coating schützen vor Glanzverlust. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Coating schützen. Vor was schützen Sie denn? Ganz klar, Glanzverlust kann man eindeutig beweisen, wenn man ein gecoatetes Fahrzeug über lange Frist mit dem Glanzmessgerät begleitet, nach Wäschen misst, Glanzwert, die Kollegen von der Firma Wack haben das ja gezeigt, kann man über Glanz, Haze-Messung eindeutig belegen. Dieser Claim ist auf jeden Fall zum Teil zutreffend, hängt natürlich von der Art der Wäsche ab, wird mit Maschine gewaschen, wird von Hand gewaschen, das hat Einfluss. Jo, Coating schützen vor UV-Strahlen. Verwitterung von Lacken durch UV war lange Zeit ein sehr großes Problem. Gerade in der Zeit der roten Lacke, jeder erinnert sich noch an die ausgekreideten roten Golf. Da hat die Lackindustrie reagiert drauf, hat dann Zwei-Schicht-Lacksysteme mit Klarlack entwickelt und seit der Zeit ist UV eigentlich für den Lack als Belastung kein Thema mehr. Also warum sollten wir mit dem Coating noch zusätzlichen UV-Schutz integrieren? Ja, jetzt kommen wir auf interessante Themen, weil das tangiert jetzt Claims und Aussagen von Wettbewerbern. Es wird behauptet, dass man Produkte schichtet und durch die Schichten erzielen wir eine bessere Produktwirkung. Ich würde mal behaupten, dass man durch Schichten den Preis der Aufbereitung nach oben zieht, aber nicht funktional bessere Wirkungen erzielt. Wir sagen, es reichen eigentlich eine Schicht und wenn wirklich an sehr exponierten Teilen wie an der Kühlermaske vielleicht eine zweite Schicht. Aber nur vielleicht, weil die erste Schicht möglicherweise in den Klarlack penetriert ist und auf der Oberfläche nicht mehr wirksam ist. Und mit der zweiten Schicht sorgen wir für eine Durchsättigung der Oberfläche und stellen sicher, dass wirklich auf der Oberfläche Coating da ist. Also das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, aber nicht notwendig. Wenn man jetzt sagt, 3, 4, 5 Schichten sind notwendig, weil sie sich aufbauen, dann muss ich sagen, ich bin nicht sicher, ob wir nicht dann das Gegenteil erzeugen. Durch diese Schichten dann tatsächlich den Lack verspröden und wir haben Versuche gefahren, wo wir tatsächlich ganz aktiv mal 5, 6, 7 Schichten aufgebaut haben und dann haben wir festgestellt, über den Glanzverlust, dass diese Schichten dann Mikrorisse bekommen, was sich in dem Glanzverlust dann geäußert hat. Also eher das Gegenteil erzeugt hat von dem, was wir ursprünglich wollten. Ich meine, es gibt zum Beispiel Lacke wie, ja Gott, die Japaner, weiche Lacke, Softpaints, die stärker saugen und da empfehlen wir schon auch letztendlich, wir nennen es nicht Schichten, sondern einfach 2 Durchgänge, denn wir stellen einfach sicher, dass genug Partikel auf der Oberfläche sich befinden, weil der weiche Lack ja auch stärker saugt, das viel Produkt aufnimmt und somit mit dem zweiten Auftrag, wir garantieren, dass genügend Partikel da sind, die einfach diese starke Schicht bilden. Also wir bleiben immer noch bei dem Claim, das Wichtigste und das Beste an einem Coating ist die Flexibilität, dem Lacksystem,
seine Freiheiten zu lassen. Lack muss sich bewegen können, Lack dehnt sich thermisch aus, Lack vibriert. Das muss alles erhalten bleiben, weil sonst passiert das, dass sich die Schichten dann früher oder später brechen. So, da gehe ich nochmal. Ja. Wie schafft das Coating, sich auf der Oberfläche zu verankern? Die hohe Haltbarkeit des Coatings hat ja damit zu tun, dass es auf der Oberfläche vernetzt. Es ist ja ein Coating ist eine reaktive Vernetzung. Das ist ja anders wie ein Wachs. Das liegt ja nur passiv auf der Oberfläche. Ein Coating reagiert chemisch, vernetzt miteinander. Das allein würde aber nicht ausreichen, die lange Haltbarkeit zu erzeugen. Jetzt kommt der Effekt zum Tragen, dass das Coating in den Klarlack geht, zumindest in die oberste Schicht des Klarlackes, weil Klarlack, und das kann man auch nachweisen, eine gewisse poröse Struktur, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber es hat eine offene Struktur, kann dort verankern und sich festhalten. Und das erklärt wiederum auch, warum das Coating so unterschiedlich reagieren auf verschiedenen Lacksystemen. Es gibt halt einfach sehr, sehr poröse Lacke und es gibt sehr dichte Lacke. Und je dichter ein Lack ist, desto weniger kann das Coating dann verankern. Jo, was passiert jetzt beim Coaten? Wir haben es ja mit Nanopartikeln zu tun und diese Nanopartikel aus Siliziumdioxid verankern sich, reagieren miteinander, die sind auf ihrer Oberfläche von uns im Labor chemisch verändert, dass sie vernetzende Fähigkeiten bekommen und dann, wenn das Coating dann im Laufe der Zeit ablüftet, der Lösemittelträger verdunstet, setzen sich die Partikel näher zueinander. Irgendwann erreichen sie eine kritische Nähe, damit sie chemisch vernetzen können. Deswegen dauert dieser Vernetzungsvorgang auch teilweise mehrere Stunden. Und beim Coaten ist darauf zu achten, dass man diese Ausreaktionszeit auf jeden Fall gewährleisten kann. Das kann auch über Stunden hinausgehen. Deswegen empfehlen wir immer, ein gecoatetes Fahrzeug über Nacht stehen zu lassen, weil dann ist man tatsächlich sicher, dass es ausreagiert ist. Und selbst dann ist es nach dem einen Tag erst zu 99% ausreagiert und nach ein paar Tagen dann zu 100%. Und natürlich auch temperaturabhängig auf alle Fälle. Deswegen empfehlen wir natürlich auch nach dem Auftrag des Coatings das Fahrzeug nicht die ersten Tage zu waschen, weil es mechanisch noch nicht so belastbar ist, die Schicht. Auch der Effekt, dass die Farbintensität durch das Coaten erhöht wird, liegt zum einen an dem Verdichten der Lackstruktur und auch an diese dünne Schicht, die wir oben erzeugen, die das Licht dann deutlich reflektieren lässt. Jetzt kommen wir zum Thema 9H. Was ist eigentlich 9H? 9H ist eigentlich eine Testmethode, die die Bleistifthärte beschreibt. Jeder weiß, beim Bleistift ist hinten eine Zahl drauf, die dann die Weichheit oder Härte der Mine letztendlich beschreibt. Und so hat man früher quasi die Härte einer Oberfläche bestimmt, indem man einen Bleistift in einem bestimmten Winkel über die Oberfläche gezogen hat. Da gibt es sogar Messgeräte dafür, die da in 45 Grad mit einer gewissen Kraft dann an der Oberfläche entlang ziehen. Und dann wird halt geguckt, welcher Bleistift verursacht dann eine Verkratzung. Und dann sagt man, okay, dieser Klarlack hat eine Lackhärte so und so. Die Frage ist jetzt, ist das Ganze denn irgendwo praxisnah? Jo, kommen wir zum Thema Haltbarkeit. Auch wahnsinnige Versprechen von mehreren Jahren sind ja im Umlauf. Wir bei Sonax sind da ein Stück weit
ehrlich und realistisch, wie lange muss ein Coating überhaupt halten? Was ist denn ein Zeitpunkt, wo wir sagen, ab dem Zeitpunkt ist der Lack ohnehin schon so verkratzt durch die Umstände und einfach gebraucht, dass ich ohnehin schon wieder polieren muss. Wo liegt dieser Zeitpunkt? Wir denken halt, dass nach maximal 3 Jahren dieser Punkt erreicht ist und ein Coating braucht von der Sichtweise her gar nicht länger halten als 3 Jahre. Hält ein Coating tatsächlich 3 Jahre am Stück? Das wiederum ist eine sehr spannende Frage. Und hier kommt dann das Thema Maintenance ins Spiel. Was mache ich mit dem Lack? Wie wasche ich? Wie gehe ich mit dem Fahrzeug um? Das ist durchaus möglich, ein Fahrzeug 3 Jahre lang mit demselben Coating zu fahren, bei entsprechender Pflege und Nachpflege. Das ist durchaus möglich. Aber länger macht dann eigentlich aus unserer Sicht keinen Sinn. Wir bestimmen das im Labor so, weil wir können ja nicht 12 Monate warten. Wir führen ganz einfach Wäschen durch. Für uns sind die Anzahl der Wäschen das letztendliche Kriterium für die Haltbarkeit. Wir sagen, wie oft wird ein Fahrzeug gewaschen? In der Regel alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Und das wiederum führen wir dann entsprechend oft durch und rechnen dann hoch. Parallel laufen natürlich immer Flottenfahrzeuge, die das Ganze dann bestätigen. Aber wir können nie für jede Rezeptur immer dann Praxistests fahren. Wir müssen dann einfach in der Waschanlage simulieren über die Waschbeständigkeit. Und wir messen natürlich dann im Labor diesen Kontaktwinkel, weil das ist natürlich auch ein guter Indikator, wann eine Versiegelung beginnt abzubauen. Ja, der liebe Kontaktwinkel. Kontaktwinkel, Beading, Randwinkel ist auch das, was der Kunde sieht. Also der perfekte Indikator, um eine Wirkdauer der Versiegelung zu bewerten. Im Labor sehen wir das ein bisschen anders. Wir gucken die Entwicklung des Kontaktwinkels über die Zeit, über die Wäschen und extrapolieren dann in die Zukunft. Deswegen müssen wir diesen Wert so genau messen und der verändert sich dann eben von 110 Grad beginnend, dementsprechend nach niedrigen Werten. Hier ein paar vergleichende Werte. So ein übliches Knauberwachs erzeugt einen Kontaktwinkel von bis zu 90 Grad. Ist schon ein sehr guter Wert. Produkte von Gion, Ceramic Pro, die Fräse ist jetzt schon ein paar Jahre älter, liegen dann im Zwischenbereich bis zu 110. Und dann 110, das sind diese Top-Werte, die ein modernes keramisches Coating erzielt. Darüber hinaus ist es technisch kaum möglich, ohne die Struktur des Klarlackers zu verändern, in der Richtung, dass er dann matt wird. So wie bei der Felgenversiegelung zum Beispiel mit einem Kontaktwinkel von 180 Grad, was natürlich wünschenswert wäre, mega, aber eben optisch leider nicht so ansprechend. So, gut. Das waren jetzt theoretische Betrachtungen und jetzt wollen wir ein Stück weit in die Praxis gehen und unsere 3 Produkte vorstellen. Nochmal kurz zum Thema Beading. Ich meine, Beading ist eigentlich so der einzigste Indikator, mehr oder weniger für den Kunden festzustellen, ob da noch eine bestehende Versiegelung auf dem Fahrzeug drauf ist. Also das ist der Indikator schlechthin. Und Beading hat seine Vor- und Nachteile. Beading sieht optisch schön aus, jeder will Beading sehen. Es gibt da nur einen Aspekt, der heißt hier Wasserflecken, ja, Watermarks. Und das ist natürlich auch so ein Thema, gell? Wasserflecken, speziell auf den extrem harten Coatings, die können sich natürlich auch negativ auf die Nachpflege auswirken. Das heißt, im schlimmsten Fall müsst ihr das sogar noch mal polieren und somit natürlich auch die Schicht dementsprechend wieder beanspruchen. Wo wir jetzt zum Beispiel auch mit unseren Hybrid-Coatings oder Top-Coatings letztendlich dann ein bisschen besser dastehen, was die Wasserflecken betrifft. Und eigentlich wäre das Perfekte, anstatt einem hydrophoben Coating, ein hydrophiles Coating. Hat ein geschlossener Wasserfilm, der eigentlich komplett selber abfließt, aber sieht halt optisch leider nicht so nice aus. Wir haben übrigens heute Diskussionen gehabt, was das Thema Wasserflecken angeht und dass wir bestätigt bekommen haben, dass unser CC Evo
eine sehr geringe Tendenz zu Wasserflecken hat und sich diese ganz locker mit dem Tuch abwischen lassen. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil wir tatsächlich diesen Aspekt im Besonderen in der Entwicklung berücksichtigt haben und haben uns aus Tokio sogenanntes Tokio-Wasser besorgt. Das ist extrem silikat- und kalkhaltig. Und das lassen wir dann auf dem Lack eindorren und gucken dann, was dann passiert. Ja, und durch das, dass natürlich unsere Versiegelungen international irgendwo gleich funktionieren müssen mit verschiedenen, verschiedenen Umgebungen, Temperaturen, Witterungseinflüssen etc., verschiedene Wasserhärten und so weiter, müssen wir natürlich immer gucken, dass wir alle Bereiche irgendwo berücksichtigen. Und gerade Asien ist natürlich ein interessanter Markt, großer Markt. Viele Coatings kommen auch von dort drüben. Wir liefern dort drüben sehr viel Coatings und das Thema Wasserflecken ist sehr, sehr großes dort. Und daher versuchen wir natürlich immer in der Entwicklung, wo Richard mit drin ist, auch mehr Aspekt hier drauf zu legen. Und da haben wir auch festgestellt, dass speziell bei den extrem harten Coatings dieser Aspekt da ist, dass hier die Wasserfleckenbildung stärker ist als bei den weicheren Oberflächen. Gut, jetzt gehen wir mal auf unsere 3 Coatings ein. Beginnen wir mal, denke ich mal, mit dem ältesten Coating, der CC36. Genau, wir können einmal ganz kurz durchgehen. Einmal die CC36, dann die CC Evo und die CC1. CC36 war so das war nicht unser erstes Coating eigentlich. Viele von euch kennen das vielleicht noch. Das hieß damals Nano Lack Protect, was damals schon ein sensationelles Produkt war. Der Fokus im Bereich Detailing war vor ein paar Jahren bei Sonax noch nicht so groß. Und da sind wir auch ganz ehrlich, wir waren halt damals, Sonax kennt man natürlich in Deutschland, man kennt es aus der Tankstelle, aus dem Baumarkt, man kennt es von überall. Aber der Profibereich, der war nicht so bekannt. Und da haben wir uns in den letzten Jahren natürlich auch stark darum gekümmert. Wir haben uns auch sehr gut entwickelt. Und wie gesagt, das Nano Lack Protect war damals schon, ich war selber auch Aufbereiter, die Sonax Produkte eingesetzt hatten. Damals war schon ein tolles Produkt, einfach in der Anwendung, mega Performance. Ja, aber da kam dann noch ein Aspekt hinzu. 2006 war das genau. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Also ist ein wichtiger Punkt, wenn man die Umweltverträglichkeit dieser Chemie betrachtet. Das sind ja hier hochspezialisierte chemische Produkte. Und jedes Produkt mit einer extremen Leistungsfähigkeit hat auf der anderen Seite natürlich bestimmte Nebenwirkungen. Und bei allen Coatings ist eins der gravierenden Nachteile, enthält es Fluorverbindungen oder nicht. Fluorverbindungen, jeder kennt die Teflonpfanne, Wasser und gleichzeitig Öl abweisend, also alles abweisend. Technisch gesehen perfekt, aus der Sicht des Entwicklers das ideale Produkt. Aber fluorhaltige Chemikalien sind halt so stabil, dass sie sich in der Umwelt anreichern, nicht abgebaut werden können. Weder in der Natur noch im menschlichen Körper. Wenn man diese Stoffe aufnimmt, lagern sich die Stoffe ab und bleiben jahrelang im Körper. Deswegen beginnt der Gesetzgeber zunehmend solche Verbindungen zu verbannen. Und wir haben schon vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, nämlich zum Thema CT36 ein fluorfreies Produkt auf den Markt zu bringen. Genau. Und was ist, weil viele fragen sich, viele haben das Produkt schon angewendet, fragen sich, warum ist das Produkt aktuell auch noch im Sortiment. Natürlich ist es nicht mehr das sagen wir mal so, State-of-the-Art-Produkt, was die Standzeit betrifft, aber wir haben trotz alledem noch ein Produkt, was seine Daseinsberechtigung hat für viele, viele Bereiche. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Folie, nehmen wir das Thema Mattlacke, Mattfolien auch, wo wir mit der CC36 halt wirklich safe sind auf allen Oberflächen. Also das heißt, wir haben das auch wirklich lang getestet, eben auf Mattlack, was immer ein schwieriges Thema auch ist, und haben herausgefunden, dass hier das Produkt einfach auch in der Anwendung sowie auch im Ergebnis halt safe auf diesen Oberflächen ist. Wenn man also in der Historie dann von 2006 mit der Nanolack-Versiegelung beginnt,
haben wir CC36 in ungefähr 2015 auf den Markt gebracht. Dann kam vor 2 Jahren die Evo als Weiterentwicklung in der Reihenfolge. Und erst letztes Jahr haben wir dann die CC1 auf den Markt gebracht. Genau. Und jetzt arbeiten wir schon wieder an der nächsten Generation, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Ja, ich denke, interessant sind vielleicht dann nochmal die Unterschiede, was die Chemie betrifft. Da können wir vielleicht nochmal mit der CC36 nochmal anfangen. Ja, wir können es mal in der Tabelle zeigen, genau, wo die Unterschiede und die Gleichheiten liegen. Also, wenn man mal sieht, ein CT36 ist ein Set. In dem Set sind drinnen 2 Schwämme, eines für das Basecoat, eines für das Glosscoat. Beim Evo haben wir noch ein zusätzliches Schwämmchen, weil dort haben wir festgestellt, dass diese Reaktion, die da stattfindet, auch teilweise so spontan ist, dass es im Schwamm passiert, sodass wir sozusagen ein Ersatzschwämmchen noch dabei haben. Deswegen sind hier 3 Schwämme drin und im CC1 haben wir sogar 4 Schwämmchen, weil dort ist diese Menge für 2 Anwendungen gedacht. 50 ml reichen deutlich für 2 Fahrzeuge, deswegen hier 4 Schwämmchen. Die chemische Basis beim CT36, das ist tatsächlich ein klassisches keramisches Coating, wie beim Evo. Beim CC1 ist es eine Modifizierung. Wir sprechen hier von einem Hybrid-Polymer-Coating. Im weitesten Sinne auch keramisch, aber da es chemisch nicht präzise ist, haben wir gesagt, wir klassifizieren es nicht als keramisches Coating. Ja. Unterschiede sind eben in der Anzahl der reaktiven Komponenten. Beim CT36 haben wir Basecoat, Glosscoat und nur das Basecoat ist tatsächlich reaktiv. Das Glosscoat ist sozusagen eine passive Polymerversiegelung. Beim CC Evo sind wir jetzt hergegangen und haben gesagt, hier legen wir den Fokus auf die Beständigkeit, Haltbarkeit. Hier brauchen wir 2 reaktive Systeme. Also haben wir also unser Basecoat reaktiv gemacht und das Glosscoat reaktiv gemacht. 2 reaktive Systeme. Hat natürlich Auswirkungen in der Verarbeitung. Ich muss Standzeiten, Reaktionszeiten berücksichtigen. Kosten natürlich immer ein Faktor. Bei der CC36 sind wir günstig im Vergleich zu Wettbewerbern. Mit der Evo haben wir das Preisniveau etwas angehoben. Wir haben ja deutlich an Leistung gewonnen. Und das Optimale im Sinne von Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich die CC1, günstiger Einsteiger, 2 Fahrzeuge, also im Schnitt kommen wir hier aktuell auf 34,50 Kosten pro Fahrzeug. Unterschiede in der Anwendungszeit, habe ich ja eben gesagt. Wenn man von einer Prozesszeit von 1,5, 2 Stunden für das Coaten nach dem Polieren ausgeht, ist es beim Evo ein Stück höher. Diese Glosscoat-Variante ist etwas zäher, da muss man vielleicht ein Stück weit intensiver nachwischen. Also da liegen wir ungefähr bei 2,5 Stunden. Und beim CC1 Einstufenprozess, es ist natürlich am kürzesten. Ja, und das sind wir bei dem Thema nochmal kurz. Das ist ja ein Hybrid-Coating, das heißt, es ist keine Keramikversiegelung, aber es steht in der Keramikversiegelung eben nichts nach. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen, auf die SiC Technology. Ja, wenn ihr bei uns mal ins Internet guckt oder Flyer guckt, dann taucht immer der Begriff SiC-Carbon-Technologie auf. Das ist nichts anderes, das, was hier drinnen steckt. Si, Siliziumchemie, dieses keramische Grundgerüst, das die Stabilität bildet, umgeben von organischen Komponenten, Carbon-Komponenten, die die reaktiven Funktionalitäten ergeben, also die der Zwitter aus anorganischer und organischer Chemie, typische Hybridstrukturen, und das heißt dann bei uns im Marketingdeutsch SiC-Carbon-Technologie.
Genau. Und wie gesagt, es steht in der Keramik-Coating nichts nach. Also weder in der Chemikalienbeständigkeit, in der Haltbarkeit oder sonstiges. Also das ist nur andere Technologie, andere Komposition. Und was jetzt schön ist jetzt im Vergleich zu vielen Vorgängerprodukten auch, dass wir mit der CC Evo auch schon oder jetzt mit der CC One als One-Step-Coating halt viele Eigenschaften verbinden. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Farbauffrischung, wir haben einen schönen Tiefenglanz, wir haben ein mega Beading und wir haben eine tolle Glätte. Das alles in einem und das in einem One-Step-System für wirklich einen mega Preis. Also das Produkt macht richtig Spaß. Es ist auch eine Erfahrungskurve, die wir mitgenommen haben von den Kunden, als die CT36 auf den Markt kam. Haben wir natürlich gesehen, wo sind die Schwächen an der Stelle, was müssen wir beim Nachfolgeprodukt verbessern. Und eines der Feedbacks von den Kunden war ganz klar, Glätte. Wir wünschen Glätte. Und deswegen ist die CC Evo im Vergleich schon fast wachsartig glatt, super glatt. Die maximale Glätte ist vielleicht nicht unmittelbar nach dem Auftrag da, sondern erst am nächsten Tag, wenn es durchreagiert ist. Aber dann ist es natürlich super glatt. Und das ist auch der Grund, warum sich Wasserflecken natürlich deutlich besser abwischen lassen. Das liegt an dieser extremen Glätte. Ja, und für die extrem sparsam umgehen, die mehr als 2 Autos machen, aber denen die 4 Schwämme im Set nicht reichen, haben wir jetzt auch die Coating Applicators nochmal im 6er-Pack. Wir haben uns auch da Gedanken gemacht, denn so richtig praktikabel waren so die Systeme, was es so gibt, eigentlich nicht. Hier mit dem Suede-Tuch über den Schwamm und immer fixieren und irgendwie festhalten, das hat irgendwie genervt. Hat zwar jeder gehabt, deswegen hatten wir es auch im ersten Set, aber irgendwann haben wir gesagt, das muss doch irgendwie besser gehen oder einfacher. Klar, Mikrofaser-Applicator, es gibt viele Möglichkeiten, aber dann kam die Idee, dass man das Mikrofaser schon auf den Schwammapplikator drauf macht. Und da kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, was das für Material ist, wie sie das nennt. Also unsere Applikatoren haben auf der Oberfläche eine weiße Mikrofaserschicht, eine genannte Evolon-Schicht, also es ist eine verpresste Mikrofaserstruktur. Ja. Und unten drunter eine dünne Schwammschicht, also dreilagiger Aufbau. Der Vorteil ist der, du kannst den Applikator sehr schön in 2 Fingern halten und du applizierst super dünn und gleichmäßig. Und das, was du nicht an Überschuss applizierst, musst du natürlich auch nicht abwischen. Also hier haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau, und dieses Jahr haben wir noch unsere neuen Coating-Tücher rausgebracht auch, die Coating-Towels. Die das Ganze nochmal erleichtern, den Prozess, nochmal vereinfachen. Haben wir viele ausprobiert, sind dann bei der Qualität hängen geblieben und im breiten Test super Rückmeldungen gekriegt, weil einfach natürlich durch die Reichhaltigkeit an Produkt bei der CC One im Speziellen ab und zu mal sich das nicht ganz so einfach auspolieren lässt. Und mit dem Tuch haben wir wirklich extrem einfachen Prozess, lässt sich super leicht auspolieren, vermeidet auch die Highspots und haben wir für unsere normalen Verbraucher eben 6er Karton oder zum Beispiel auch für die Heavy Users, für die mehr brauchen, auch im 50er Pack zum sehr, sehr attraktiven Preis. Eines der Gründe, warum das CT36 auch immer noch im Markt ist, ist tatsächlich das Thema Anwendung auf Mattlacken und Anwendung auf Folien. Bei dem Produkt, weil es schon so lange im Markt ist, haben wir einfach schon so viele gute Erfahrungen gesammelt, dass wir sagen können, für das Produkt können wir uneingeschränkt empfehlen, ihr könnt es auf Mattlacken und auf Folien verwenden. Bei den neueren ist die Datenbasis noch ein bisschen dünn, da müssen wir zuerst einmal noch gucken. Beim Evo sind die ersten Indikationen schon sehr positiv, also etliche Folierer haben uns signalisiert, funktioniert sehr gut. Beim CC One ist es eher so, dass dort diese Glanzveränderung und Veränderung der Oberfläche doch sichtbar ist. Aktuell empfehlen wir CC One noch nicht auf den Mattlacken und Folien. Nicht offiziell. Ich meine, wir haben Rückmeldungen aus dem Markt, auch aus eigenen Erfahrungen raus. Funktioniert, aber man muss natürlich auch schon wissen, wie man damit umgeht letztendlich. So, und jetzt kommen wir auf diese letzte Folie, versprochen. Für wen ist welches Produkt denn idealerweise geeignet? Beim CT36 haben wir gesehen,
Es ist ein schneller Prozess, es ist nach dem Glosscode sofort auslieferbar, keine Standzeit an der Stelle. Das ist also der schnellste Prozess. Wir sind uneingeschränkt auf Folien verwendbar. Also das spricht also alle Aufbereiter an, die einen hohen Fahrzeugdurchsatz haben, ganz klar. Und die vielleicht auch einen hohen Anteil an Folierungen an der Stelle. Ja, es wird ganz viel im Bereich Folierungen eingesetzt. Gerade die ganzen Car Wrapping Institutes, die verwenden wahnsinnig viel CC 36 und bieten das halt nochmal an Top-Service mit für den Kunden an. Klar gibt es PPF-Folien, die letztendlich schon beschichtet sind, aber auch die brauchen irgendwann eine Nachpflege und da ist man halt wirklich safe und kann auch zusätzlichen Service bieten. Das CC Evo dagegen lebt von seinem extremen Glanz, von dieser Glätte und bietet momentan, das ist unser Flaggschiff, ja. Das ist das beste Coating in allen Eigenschaften, sehr lange haltbar, ist für den Aufbereiter gedacht, der die bestmögliche Versiegelung anbieten will. Ist aber auch für einen sogenannten Prosumer gedacht, das ist also eine Zielgruppe, die irgendwo zwischen dem Do-it-yourself, Privatkunden und dem Gewerblichen ist, der im Prinzip ein Privatmann ist, der aber gerne zu Profiprodukten greift, das beste Produkt einfach im Prinzip verwenden will, das es gibt. Und das CC1, ganz klar Preis-Leistungssieger. Genau. Es kommen immer wieder die Fragen, wie komme ich an die Servicehefte, wie komme ich an die Sticker, wie komme ich an die ganzen Werbemittel dran für die Coatings bei Sonax. Wir haben halt, ich sage jetzt mal, eine andere Vertriebsstruktur. Für uns ist es nicht möglich, dass wir nur an Gewerbe liefern, aber wir wollen trotzdem dem Aufbereiter, dem Detailer eine gewisse Exklusivität bieten. Deswegen befinden sich diese Servicehefte und so weiter nicht in der Verpackung. Wir wollen mit unserem Coating-Seminar dem Kunden erstmal das Wissen vermitteln, um auch wirklich sicherzustellen, dass er das Produkt richtig anwenden kann und somit auch die offizielle Garantie geben kann. Mit dem Erreichen oder mit der Zertifizierung durch das Coating-Seminar hat man dann auch Zugriff auf sämtliche Werbemittel, auf die Spiegelanhänger, auf die Servicehefte, auf die Sticker. Wir haben ganz vieles, was man über den Außendienst auch anfragen kann. Ja, und das wollte ich bloß nochmal zum Schluss loswerden, weil die Fragen kommen sehr, sehr oft. Also wenn da Interesse besteht, einfach mit dem zuständigen Außendienst sich vernetzen und dann, ja. Jetzt hat es doch etwas länger gedauert, ja. und man könnte noch stundenlang reden. Wir sind ja noch eine Zeit lang da am Stand. Kommt einfach vorbei und dann klären wir die Dinge. Vielen Dank. Danke. Mir hat auf jeden Fall erstmal der Kopf geraucht, aber der Vortrag hat mir auch sehr geholfen zu verstehen, was wir da im Alltag eigentlich machen, was wir auf den Lack aufbringen und wie es überhaupt funktioniert und dass der Mythos Keramik ein bisschen entmystifiziert wurde. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.